Hi, ich bin's wieder, Francisco. Heute stelle ich euch einen der coolsten und erstaunlichsten Frösche überhaupt vor, nämlich Teloderma corticale, also den vietnamesischen Moosfrosch. Viel Spaß dabei! Sind sie nicht total sympathisch schon auf den ersten Blick? Sie haben insgesamt ein sehr sanftes Wesen, eine tapsige Fortbewegung und super coole große Augen. Das Erstaunlichste an ihnen ist jedoch ihre unglaubliche Tarnung, nach der sie eben auch benannt sind, deswegen heißt sie ja Moosfrösche. In ihrer natürlichen Umgebung, die mit Moos und Flächen bewachsen ist, sind sie also praktisch unsichtbar. Außerdem sind die skurrilen Tarnkünstler eigentlich ganz einfach zu halten und nachzuzüchten. Alles, was ihr dazu wissen müsst, werden wir zusammen in diesem Video besprechen. Schauen wir uns jetzt erstmal ein wenig die Verwandtschaft an. Die Gattung Teloderma gehört zu den Baumfröschen, also Rhacophoridae, und hat in den letzten Jahren extrem viele Arten dazu bekommen. Also viele wurden neu entdeckt und beschrieben. Von den aktuell rund 30 Arten wurde mehr als die Hälfte erst nach der letzten Jahrtausendwende überhaupt erst beschrieben. Das liegt zum einen daran, dass die Tiere relativ versteckt leben und aber natürlich auch an ihrer unglaublichen Tarnung. Also es ist auch schwer, solche Tiere dann in der Natur zu finden. Aber wir schauen uns jetzt erstmal ein paar von diesen Verwandten an. Obwohl einige Arten der Gattung immer wieder mal gezüchtet werden, ist nach wie vor der vietnamesische Moosfrosch der beliebteste. Das liegt zum einen an den, wie ich schon genannt habe, den Eigenschaften, die er hat, aber auch an seiner beachtlichen Größe. Also der kann 7,5 cm, vielleicht auch mal 9 cm groß werden. Das heißt, das ist mal schon ein richtig stattlicher Pflegling. In ihren Habitaten in Südostasien sind die Vertreter der Gattung Teloderma überwiegend in Baumhöhlen zu finden, die mit Wasser gefüllt sind. Dort laichen sie und leben wohl auch dort hauptsächlich. Der vietnamesische Moosfrosch ist ein Bewohner von Hochlagen mit ca. 470 bis 1500 Metern über dem Meeresspiegel in Zentral- und Nordvietnam, aber auch am angrenzenden Südchina, da in Teilen kann man die auch finden und vielleicht sogar in Laos. In ihrer Heimat wurden die Tiere beispielsweise in wassergefüllten Kellerruinen, im Regenwald oder auch in kleinen und großen wassergefüllten Karsthöhlen entlang eines Flusses und auch an Baumstämmen im immergrünen Wald gefunden. Die Farbe der Tiere ändert sich je nach Stimmung, Tageszeit und auch je nachdem, ob sie gerade im Wasser oder an Land sitzen, wie ihr hier sehen könnt. Also wie ihr seht, die Farben reichen vom helleren Braun bis auch zum dunkleren Braun-Grün bis hin zu fast schwarz und lila, also es ist unglaublich. Kommen wir jetzt endlich zur Haltung, die eigentlich total easy ist. Ihr braucht einmal ein Paludarium, Aquarium oder eine große Kunststoffbox mit Gasebelüftung. Dann flute ich immer gerne noch das auf etwa 10 cm, also ihr braucht keinen Bodengrund. Und dann nehme ich noch 2 bis 3 Seenmandelbaumblätter, wie ihr sehen könnt. Die könnt ihr im Zoogeschäft oder online bestellen. Die sind wichtig, weil die geben Huminstoffe und andere Substanzen ab. Und die Kaulquappen nehmen sie auch gerne dankend an und raspeln sie auch gerne ab. Als Sitzgelegenheit kommen reichlich große Korkplatten und auch Korkröhren rein, und zwar senkrecht. Mehr braucht ihr eigentlich nicht, das war schon mit der Einrichtung. Kommen wir jetzt zu den Temperaturen allgemein. Je nach Jahreszeit sollen die Wasser- und Lufttemperaturen etwa zwischen 20 bis 25 Grad Celsius liegen. Manche Züchter empfehlen aber auch eine Winterruhe, das heißt tagsüber bei ca. 20 bis 18 Grad Celsius, nachts bei 15 bis 13 Grad Celsius.
Ihr müsst es aber nicht zwingend machen. Ich würde euch empfehlen, so eine Überwinterung light, das heißt einfach in kälteren Jahreszeiten einfach die Wassertemperatur auf Minimum 18 Grad Celsius senken. Als Beleuchtung nehmt ihr am besten einfach eine LED-Leuchte. Für das Paludarium oder Aquarium oder was auch immer ihr genommen habt, braucht ihr keinen Filter, und einen umfangreichen Wasserwechsel müsst ihr eigentlich auch nur alle paar Wochen bis sogar Monate machen. Als Futter nehmt ihr die üblichen Insekten, die ich davor immer gerne mit einem Mineralstoff-Vitamin-Gemisch einstäube. Das ist gesünder für die Tiere, und die könnt ihr dann einfach auf die Korkplatten drauf machen und die holen sich die dann. Und ihr könnt dann natürlich davor stehen und die beobachten, weil es ist das Coolste überhaupt. Nicht ganz einfach ist die Geschlechtsbestimmung der Tiere. Ihr könnt aber sicher gehen, dass sie Männchen sind, wenn sie rosa Brunftschwielen an den Vorderfüßen aufweisen, wie ihr es hier seht, wenn sie anhaltend rufen, wenn sie andere Männchen oder Weibchen in Paarungsabsicht klammern, oder auch wenn sie mit anderen Männchen Rivalenkämpfe austragen. Eindeutig zu bestimmen sind Weibchen, wenn sie sich sehr lange ruhig und anhaltend von Männchen klammern lassen, und natürlich offensichtlicherweise, wenn sie Leichen, also Eier ablegen, auch in Einzelhaltung, ist ja noch offensichtlicher da. Und wenn ihr jetzt ein Exemplar habt, das keine rosa Brunftschwielen hat, bedeutet es nicht zwingend, dass es dann ein Weibchen ist. Ihr könnt auch eine Gruppe haben mit 10 Männchen und davon werden dann nur 2 bis 3 ungefähr diese rosa Brunftschwielen entwickeln. Selbst bei dominanten Männchen kann die Ausprägung davon variieren. Wenn ihr jetzt ein Pärchen habt und auch entsprechende Haltungsbedingungen, ist es schon fast zwangsläufig, dass ihr Nachzuchten bekommen werdet. Das Weibchen legt mehrmals im Jahr etwa 8 bis 20 Eier und heftet sie unmittelbar über der Wasserlinie am Kork oder am Behälter selbst an. Maximal 20 cm über dem Wasser. Die Tiere entwickeln sich dann etwa nach 8 bis 14 Tagen, je nach Temperatur, schlüpfen dann und fallen ins Wasser. Die Kaulquappen könnt ihr entweder im Behälter da lassen bei den Eltern oder auch separat setzen. Die ernähren sich von allem Möglichen, also vom Kot, von ertrunkenen Futtertieren und auch trocken oder gefrorenes Futter könnt ihr da reinmachen. Die Kaulquappen wandeln sich um nach etwa 3 bis maximal 4 Monaten und kommen dann problemlos an Land, also die kleinen Frösche besser gesagt, wie ihr hier sehen könnt, super süße Tiere. Und das Besondere ist, die Eltern vergreifen sich nicht an den jungen Fröschen, das heißt, ihr könnt sie auch bei den Eltern lassen oder auch einzeln halten. Ich würde euch empfehlen, die nicht bei den Eltern zu halten, weil ihr natürlich auch die Futtertiere anpassen müsst. Dann könnt ihr extra kleine grillen für die kleinen und die großen angemessenen Insekten zu den großen. Wenn ihr jetzt so kleine Frösche da sitzen habt, dann müsst ihr die natürlich auch regelmäßig füttern mit entsprechend kleinen Insekten. Vergesst aber nicht, das Vitamin-Mineralstoff-Gemisch dran zu machen, damit die gesund auch heranwachsen. Insgesamt macht die Haltung und die Aufzucht super viel Spaß und ist auch super easy, wie ihr jetzt gesehen habt in dem Video. Wir sind jetzt schon am Ende angelangt des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr jetzt die Moosfrösche genauso cool findet wie ich. Und vielleicht holt ihr euch ja auch ein oder 2 oder züchtet sie auch. Bis zum nächsten Mal.